Sehr schön, ja, dann begrüße ich euch recht herzlich heute wieder zu einer Runde Zirkeltraining. 45 Minuten, heute haben wir durchaus ein bisschen was vor. Ich hoffe, ihr habt schon ein Handtuch parat, wer braucht, gerne noch was zu trinken. Ansonsten eine Matte, falls ihr keine Matte habt, irgendwas, dass der Boden bequem ist oder zumindest nicht dreckig. Und wie immer starten wir ganz gemütlich mit einer bequemen Sitzposition. Es muss für euch bequem sein, muss nicht so ausschauen. Und dann schließen wir erstmal für einen Moment die Augen. Wir atmen ganz tief ein und tief aus. Wir legen den Kopf zur linken Seite, sodass wir eine leichte Dehnung im Hals- und Nackenbereich spüren. Wechseln auf die zweite Seite. Nochmal nach links. Und nach rechts. Die Atmung ist weiterhin tief und entspannt. Dann nehmen wir das Kinn auf die Brust und fangen an, mit dem Kopf einen Halbkreis zu schreiben. Von rechts über die Mitte nach links. Dann öffnen wir langsam die Augen, wir nehmen die Fingerspitzen auf die Schultern drauf und fangen an, die Ellbogen nach vorne zu kreisen. Richtig weite Kreisbewegungen, schön weit nach oben, nach hinten. Sehr gut. Wir gehen in eine Bankstellung, heißt auf die Hände, auf die Knie und wir fangen an, die Handgelenke durchzukneten. Das Gewicht wirklich am Anfang auf die Knie bringen, nur ganz leicht auf die Hände. Und wenn ihr merkt, es darf ein bisschen mehr Druck sein, dann das Gewicht ein bisschen mehr Richtung Hände verlagern. Dann nehmen wir beide Arme weit nach vorne, wir führen die Brust Richtung Boden, das Gesäß Richtung Decke. Schieben wir die Hüfte nach vorne, lassen uns kontrolliert mit einer leichten Spannung im Bauch durchhängen. Nochmal zurück. Gern vorne jetzt auf die Fingerspitzen, dass wir ein bisschen tiefer kommen. Wir ziehen die Hände ran, strecken die Beine aus, schieben das Gesäß Richtung Decke, die Schultern nach hinten. Und jetzt bringen wir im Wechsel die Fersen Richtung Boden, sodass wir immer eine leichte Dehnung in der Wadenmuskulatur spüren. Sehr gut, wir wandern nach vorne in eine Liegestützposition. Halten die Spannung, ziehen das rechte Knie 4-mal Richtung Brust. 1, 2, 3, 4. Wir wechseln. 2, 3, 4.
Setzen uns kurz ab, nochmal die Handgelenke ein bisschen auslockern. Sehr schön, dann stehen wir auf. Bisschen breiter als Schulterbreite der Stand. Wir lassen den Oberkörper nach vorne hängen, Beine bleiben gestreckt, sodass wir eine leichte Dehnung in der Oberschenkelrückseite spüren. Sehr gut, wirklich eine entspannte Dehnung, muss nicht zu stark sein, sondern ein ganz lockeres Ziehen. Dann wirken wir ganz kontrolliert nach. 5 Mal, 4 Mal, 3 Mal, 2 Mal, 1 Mal. Wir beugen die Beine, gehen in eine Position, drücken die Knie ganz leicht zur Seite. Halten auch hier die Position, Oberkörper möglichst aufrecht. Die Atmung ist weiterhin tief und entspannt. Sehr schön, macht ihr gut. Schaut, dass wirklich die Fersen auch auf dem Boden bleiben, also immer mal wieder runterschauen. Sind die Fersen denn noch am Boden? Und dann stehen wir einmal auf. Gehen nochmal runter. Stehen nochmal auf. Nochmal runter. Und ich würde sagen, hier von 10 Stück. 1, wieder tief. 2, sehr gut. 3, 4, 5, macht ihr super. 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, die Beine werden langsam warm. Wir gehen in eine Liegestützposition. Wir berühren mit den Fingerspitzen 10 Mal die Schultern. Jede Seite zählt. Also wieder Ausgangsposition, Bauchentspannung, Po anspannen. Rechte Hand beginnt. 1, 2, 3, 4, schön langsam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, kurz absetzen. Sehr schön. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wird langsam warm. Ich hoffe, euch auch. Damit uns aber noch ein bisschen wärmer wird, würde ich sagen, sorgen wir auch dafür. Eine etwas komplexere Übung, da dürft ihr erst einmal zuschauen und dann dürft ihr mitmachen. Wir starten zuallererst mit einer Kniebeuge. Nach dieser Kniebeuge geht es auf den Boden, eine Liegestütz. Liegestütz dürft ihr gerne auch die Knie absetzen, um die leichtere Variante durchzuführen. Nach der Liegestütz legen wir uns hin, Arme gehen nach vorne und wir stellen uns vor, wir machen einen Klimmzug. Im Liegen strecken die Arme nach vorne, springen dann wieder auf. Ich mache es einmal vor, eine Kniebeuge, tief, hoch. Dann geht's. Ihr dürft langsam runtergehen, ist ja noch beim Aufwärmen. In eine Liegestütz, einmal tief, einmal hoch, ablegen, die Arme nach vorne, Schulterblätter zusammen, wieder vor und dann einigermaßen zügig aufspringen. Das Ganze 45 Sekunden, Pause danach, die wird etwas länger. Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, die ersten 45 in 3, in 2, in 1, los geht's. Schöne Kniebeuge, gut, dann nach vorne, in die Liegestützposition, ablegen, Arme nach vorne, Schulterblätter zusammenziehen und einmal aufspringen, gut. Dann wieder Kniebeuge, runter zu der Liegestütz, tief, sehr gut. Arme vor, zurück, nochmal vor, wieder aufspringen, weiter geht's. 20 Sekunden habt ihr noch vor euch. Denkt dran, es darf ein schön entspanntes Tempo sein, muss nicht zu schnell sein. Wirklich wichtig ist, dass ihr sauber und kontrolliert macht. Also auch beim Hochdrücken, denkt an Bauchentspannung, Po anspannen, dass ihr euch richtig schön nach oben drückt. Ihr habt auf 2, nach 1 und ablegen. Kurz entspannen, kurz durchatmen. Und wird langsam warm? Ja, sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Hier haben wir noch 2 Runden vor uns, quasi spätestens danach sollte euch warm sein. Gibt aber noch gemütliche 10 Sekunden zum Durchatmen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Weiter geht's. Noch bei 45. Wieder schön Kniebeuge, Liegestütz, hochdrücken, ablegen, die Arme ganz weit nach vorne. Schaut, dass ihr wirklich weit nach vorne weit zusammenziehen und dann wieder aufspringen.
Super, jawohl. Klasse. Ganz ablegen, Arme wieder vor, Schulterblätter zusammenziehen, explosiv aufspringen, direkt wieder in die Kniebeuge, wieder nach unten, tief, super, Arme vor, zurück, wieder, aufspringen, klasse, zur Kniebeuge, 10 Sekunden haben wir noch, sehr gut, super, vor, zurück, wieder hoch und ja, noch 2, noch 1 und wieder kurz ablegen. Eine Runde noch, genau. Einmal 45, davor habt ihr noch entspannte 15 Sekunden Pause. Ein bisschen auslockern, mal Arme, Oberkörper. Wir nähern uns den letzten. 5, 4, 3, 2, letzte Runde, los geht's. Da könnt ihr jetzt richtig Tempo geben. Also ihr dürft wirklich jetzt zügig ablegen, Arme nach vorne, zurückziehen, explosive aufspringen, wieder die Kniebeuge, hoch, fast schon zum Boden springen, euch auf den Boden werfen, dann wieder nach vorne, zurück, explosiv hoch, gerne auch die Kniebeuge, ein bisschen gesprungen, dass da jetzt Dynamik reinkommt. 20 Sekunden noch vor euch. Denkt bei den Liegestützen dran, Bauch anspannen, Po anspannen, schön gerade Position. Die letzte. 10 Sekunden vor euch. Macht ihr gut. Klasse, genauso weiter. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und gut. Wenn ihr wollt, kurz einen Schluck trinken, vielleicht könnt ihr ja während dem Trinken schon mal die Augen zu mir bringen, dass ihr mir weiter zuschaut. Als nächstes nehmen wir einen kleinen Zirkel, den bauen wir quasi auf der Stelle auf. Wir starten mit der allerersten Übung für den Bauch, Sit-Ups. Sit-Ups kennen wir, da setzen wir uns hin, legen uns einmal gemütlich ab, setzen uns wieder auf, dann geht es wieder runter. Schön locker, 30 Sekunden. Nach diesen Sit-Ups springen wir einmal auf, Ausfallschritte. Also wir starten am besten am hinteren Ende der Matte, weiter Schritt nach vorne, wieder zurück, zweite Seite, wieder zurück, vor, zurück, auch 30 Sekunden. 2 Übungen haben wir noch vor uns, also einmal die Sit-Ups, einmal die Ausfallschritte. Nach den Ausfallschritten gehen die Hände nach oben, zum Kinn, zu den Wangen, wir laufen auf die Stelle so schnell wie es geht und boxen gleichzeitig so schnell wie es geht. Klassisches Box-Run. Laufen, Boxen. Beim Boxen achtet drauf, lange Arme, ganz, ganz weit nach vorne, schönes Tempo. Und dann brauchen wir noch eine 4. Übung. Da geht es noch einmal auf den Boden, Schultern berühren, in der Liegestützposition. Hier stelle ich es euch frei und wir sagen, wir setzen die Knie ab oder ihr geht in eine normale Liegestützposition und haltet die Knie vom Boden weg. Und dann in der Position immer im Wechsel 1. 2, 3, 4, schön die Schultern antippen. Also ja, erste Übung, Sit-Ups. Zweite Übung, da geht es nach oben, Ausfallschritte, sehr gut. Übung Nummer 3, da boxen wir. Und Übung Nummer 4, da geht es nochmal nach unten, Schultern antippen. Jede Übung 30 Sekunden. Es gibt eine kleine Pause zwischen den Übungen. Das ist das Gute daran. Später wollen wir dann allerdings die Belastungszeit ein bisschen erhöhen, damit es ein klein wenig intensiver wird. 30 Sekunden. Wir starten mit den Sit-Ups in 3, in 2, in 1. Los geht's. Schön tief und wieder hoch. Super. Denkt dran, alles aus dem Bauch, die Arme machen gar nichts. Die Arme sind entweder vorne oder wer schwieriger will, setzt die Fingerspitzen auf die Schultern auf und lässt die Ellbogen auch beim Hochgehen schön zur Seite raus. Dann wird es noch mal ein bisschen intensiver. Ihr habt noch 8 Sekunden vor euch. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Kleine Pause. Wer weiß, was kommt? Richtig. Aufstehen, Ausfallschritte. Auch hier 30 Sekunden. Kleine Pause gibt's. Ich weiß, in der ersten Runde denkt man sich immer, warum Pause? Ist ja gar nicht anstrengend. Später seid ihr hoffentlich froh um die Pause. Zweite Übung. Aus. 2, in 1. Los geht's.
Sehr gut. Zack. Jawohl. Arme könnt ihr gerne gegen gleich mitnehmen oder in die Hüfte, wie es euch lieber ist. Zack. Gut. Schön weit nach vorne die Ausfallschritte. Klasse. Macht ihr Spitze. Puh. Also mir wird langsam warm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann natürlich am Heizkörper liegen, der vielleicht an ist. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und die Beine auflockern. Gut.